Ja, zuerst bedeutet es einmal tiefes Durchatmen, weil die letzten Wochen im Mai waren schon sehr anstrengend für den Personenkreis, der beteiligt war an der Einreichung dieser 3 Skizzen. Das betrifft natürlich die Sprecher und ihre Teams, aber auch viele Menschen hier in der Verwaltung und auch die helfenden Hände im SMWK, die uns auch auf den letzten Schritten noch begleitet haben und wichtige Hinweise gegeben haben. Und wir waren dann wirklich froh, aber auch erschöpft, als Ende Mai die Einreichung dann zeitgemäß durchgeführt werden konnte. Aber in einem größeren Rahmen gedacht bedeutet es für die Universität eigentlich einen großen Erfolg, diesen Prozess der Profilbildung bis zu diesen 3 Skizzen gebracht zu haben. Fing ja nicht dieses Jahr an, sondern es ist schon vor vielen Jahren begonnen worden. Wir haben uns überlegt, wo sind wir besonders gut aufgestellt, wo haben wir viele Forscher und Forscherinnen, die gemeinsam ein Thema bearbeiten können, und haben dann daraus über die Jahre entwickelt, in welchen Themen könnten wir uns deutschlandweit gut aufstellen und unsere Konkurrenten im Wettstreit auch beeindrucken und gewinnen letztendlich in diesem Prozess. Das ist primär ein Wettbewerb um die beste Forschung. Das steht ganz klar im Vordergrund. Aber wir können uns Forschung nicht vorstellen, ohne dass wir auch gleichzeitig die Studierendenausbildung mitdenken und auch den Transfer. Das sind 3 Skizzen, die wichtige Themen unserer aktuellen Zeit bearbeiten: Klimaforschung, Stoffwechselstörungen und Krisen in der Welt. Und da müssen wir natürlich auch unsere Studierenden zu ausbilden. Es geht nicht nur um Forschung, sondern alle 3 Skizzen denken auch Studierendenausbildung mit und denken auch Transfer mit, dass wir unsere Erkenntnisse, die dann da gewonnen werden, auch in die Gesellschaft bringen. Also dass die Forschung zieht, aber Lehre und Transfer wird mitgedacht und steht in den Seiten auch mit drin, wie wir uns das vorstellen. Wenn es nur nach Wahrscheinlichkeit ginge wie beim Roulette, dann sollte man gar nicht mitmachen, weil die Chancen wirklich letztendlich sehr knapp sein werden. Ich sehe uns da sehr gut aufgestellt, weil die 3 Skizzen wirklich inhaltlich genau in der Zeit sind. Sie adressieren wichtige Themen unserer Gesellschaft und tun das in einer Art, die man deutschlandweit sonst nicht wiederfindet. Also alle 3 Skizzen haben ihren Alleinstellungsmerkmal in Leipzig, und wir stehen seit Jahren für diese Forschung. Deswegen glaube ich, nimmt man uns das von außen auch ab, dass wir diese Themen erfolgreich werden bearbeiten können. Das gilt für die 3 Skizzen, die ich hier auch in Papierform gerade heute vorliegen habe. Für LICAM aus der Medizin, da geht es um das Leipziger Zentrum für Metabolismusforschung. Nicht nur um Übergewicht, ein Thema, was weltweit immer stärker wird, sondern auch um die Folgen des Übergewichts für weitere Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und dergleichen. Medizin ist sicherlich beim Exzellenzverfahren ein sehr kompetitives Feld, aber in LICAM sind wir perfekt aufgestellt, weil es sehr kliniknah ist. Für Breathing Nature, die atmende Natur, die Biodiversität und Klimawandel zusammendenkt, gilt das auch. Klimawandel wird an verschiedenen Standorten beforscht in Deutschland. Also da gibt es sicherlich Konkurrenz, aber diese Verbindung der beiden Themen, Klimawandel und Artenvielfalt, die ist speziell. Die wird sonst nirgendwo bearbeitet, und die Kollegen haben das sehr gut beschrieben, haben ein tolles Programm, und wie wir alle wissen, ist es ein wichtiges Thema unserer Zeit, und deswegen sehe ich da auch sehr gute Chancen. Und der 3. Antrag, New Global Dynamics, World in Crisis, beschreibt etwas, was wir auch im täglichen Erleben eigentlich kennen: die vielen Krisen, die auf uns einstürzen und wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und dieser Antrag hinterfragt sehr intelligent, wie das historisch zu betrachten ist, wie man damit umgehen kann, ob dieses Phänomen der vielen Krisen ein neues Phänomen ist und was wir aus historischen Zeiten da vielleicht daraus lernen können. Also alle 3 Skizzen bearbeiten Themen unserer Zeit. Und von daher bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir gute Chancen haben. Und ganz besonders wichtig bei diesen 3 Verbünden ist auch, dass wir mit unseren Partnern in Leipzig sehr eng verbunden sind und die auch an allen Skizzen mit beteiligt sind. Das sind die Partner von den Max-Planck-Instituten, von Fraunhofer-Institut, Helmholtz-Gemeinschaft und Leibniz-Gemeinschaft. Und ohne diese Partner wären wir sicherlich nicht so stark, und mit ihnen gemeinsam sind tolle Anträge daraus geworden.